Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vorgesetzte, Inselgliome ist keine seltene Tumorentität, sondern machen 20 bis sogar 30% aller intrakraniellen niedriggradigen Tumore aus. Diese Tumore sind aufgrund von mindestens 2 Faktoren eine besondere chirurgische Herausforderung. Zum einen liegen sie nah an absteigenden motorischen Faserbahnen und zum anderen können bei der operativen Resektion wichtige perforierende Gefäße des Striatums und der Capsula interna verletzt werden. Das kann zu ischämischen Ereignissen und damit zu neurologischen Defiziten führen. Durchschnittlich erleiden ca. 10% der Patienten ein neues transientes und 15% ein neues permanentes Defizit. Dadurch ist die Resektion dieser Tumore mit einer überdurchschnittlichen Rate an Komorbiditäten vergesellschaftet. Rosenstock et al. Aus Berlin haben gezeigt, dass man die NTMS-gestützte DTI-Traktographie für die Risikostratifizierung von motoreloquenten kortikalen Gliomen heranziehen kann. Und dadurch hat sich auch unsere Frage ergeben. Wir haben uns angeschaut, ob man auch für Inselgliome die NTMS-gestützte DTI-Traktographie verwenden kann, um eine Risikostratifizierung vorzunehmen. Also um letztendlich präoperativ das Risiko für ein postoperatives Defizit voraussagen zu können. Unsere Methoden waren zum einen die navigierte transkranielle Magnetstimulation, kurz NTMS. NTMS ist ein nicht-invasives Neurostimulationstool, bei dem man mit Hilfe von elektromagnetischen Impulsen Gehirnareale kortikal stimulieren kann. In unserem Fall die Motorregion, und so kann man dann Gehirnareale individuell identifizieren. Des Weiteren haben wir DTI-Traktografien gemacht. Mit der DTI-Traktografie kann man unter anderem motorische Faserbahnen visualisieren. Das kann man NTMS-gestützt oder anatomisch machen. Wir haben es NTMS-gestützt gemacht, damit man dann die individuell relevanten Faserbahnen darstellt. Weiterhin haben wir die Integrität der Faserbahnen quantifiziert. Unsere NTMS-Parameter waren die Ruhemotorschwelle, kurz RMT. Mit diesen Parametern misst man die kortikale Erregbarkeit. Dann die Motor Area, mit der stellt man die Motorrepräsentation dar. Die Recruitment Curve ist ein Maß für die axonale Integrität und die Cortical Silent Period misst die intrakortikale Inhibition und Disinhibition. Unsere DTI-Parameter waren der apparente Diffusionskoeffizient, kurz ADC, und die fraktionelle Anisotropie. Beide Werte sind ein Maß für die Integrität der Faserbahnen. Auch haben wir die minimale Distanz zwischen Tumor und kortikospinalen Trakt gemessen. Unsere Studienpopulation bestand aus 20 Patienten, etwas mehr Männer als Frauen und über die WHO gerade relativ ausgeglichen von 2 bis 4. In den Abbildungen sieht man den Motorstatus, links präoperativ und rechts 300 postoperativ. Und man sieht in Rot dargestellt, dass in unserer Gruppe 5% ein neues transientes und 10% ein neues permanentes Defizit entwickelt haben. 55% der Patienten haben ein intraoperatives ischämisches Ereignis gehabt und nur knapp ein Drittel dieser Patienten hat auch ein Defizit entwickelt. Nun zu den Ergebnissen. Es hat sich gezeigt, dass die Distanz zwischen Tumor und kortikospinalem Trakt mit einem Motordefizit assoziiert ist. In dieser Abbildung sieht man auf der X-Achse 2 Gruppen, in Rot die Gruppe mit einem neuen Defizit nach 3 Monaten und in Blau die Gruppe ohne Defizite. Und man kann erkennen, dass nur in der Gruppe, in der der Abstand zwischen Tumor und kortikospinalem Trakt kleiner oder gleich 1 mm war, auch ein Defizit entwickelt haben. Jetzt stellt sich wahrscheinlich die Frage, wie ist das mit den Ischämien assoziiert? Und ja, die Distanz zwischen Tumor und kortikospinalem Trakt ist signifikant mit ischämischen Ereignissen assoziiert. Weiterhin haben wir uns die Traktintegrität angeschaut. Es hat sich gezeigt, dass eine Veränderung der Traktintegrität mit dem klinischen Outcome assoziiert ist. Wir haben uns die peritumoralen FA- und ADC-Werte angeschaut und interhemisphärische Quotienten gebildet, so wie man das hier einmal abgebildet sieht. Auf der linken Abbildung sieht man den PFA-Quotienten, dargestellt in den beiden Gruppen. Rot wird die Gruppe mit dem Defizit nach 3 Monaten und blau ohne. Und man sieht, dass in der Gruppe mit den Defiziten der PFA-Quotient signifikant geringer war. Analog der PADC-Quotient auf der rechten Seite, der ist in der Gruppe mit den Defiziten signifikant höher. Beides heißt im Prinzip das Gleiche, also dass wenn die Traktintegrität verringert ist, dass dann das Risiko für ein postoperatives Defizit erhöht ist. Weiterhin kann der PFA-Quotient, oder ist der PFA-Quotient nicht nur assoziiert mit einem Defizit, sondern man kann den sogar voraussagen. Das sieht man einmal hier unten, das wäre ein Beispiel, also wenn der PFA-Quotient eines Patienten 0,8 wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit für ein postoperatives Defizit
50%. So kann man jedem PFA-Quotienten auch eine Wahrscheinlichkeit für ein Defizit zuordnen. Weiterhin scheint die kortikale Erregbarkeit für das Risikoassessment wichtig zu sein. Hier gab es keine statistische Signifikanz, aber man kann erkennen, dass in der Gruppe mit den Defiziten alle Patienten einen pathologischen RNT-Quotienten von über 110% aufwiesen. Damit kann man eine Risikostratifizierung vornehmen. Wir haben mal ein paar Cut-off-Werte vorgeschlagen. Also ein Hochrisikopatient wäre jemand, der eine Distanz zwischen Tumor und kortikospinalem Trakt kleiner oder gleich 1 mm hätte, ein PFA-Ratio von 0,8 und eine RMT-Ratio von größer 110%. Genau, insgesamt möchte ich sagen, dass die NTMS-gestützte DTI-Traktographie für die Risikoevaluation relevant ist. Und dort sind besonders die Parameter, also 3 Parameter wichtig. Das ist die Nähe des Tumors zum kortikospinalen Trakt, die Diffusionsparameter und die kortikale Erregbarkeit, also die Rohmotorschwelle gemessen mittels NTMS. Genau, damit bin ich am Ende und möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.